Es ist irgendwann mal der Moment gekommen, wo wir gesagt haben, jetzt brauchen wir Geld und das kommt nicht von uns, weil wir haben zu wenig haben. Und nachher gehen wir zu Investoren und sagen, ja, schaut, wir haben eine Idee, wir wollen Shrimps produzieren und dann sagen die Investoren schnell mal, das ist eine gute Idee, wir geben gerne Geld, aber wer von euch im Team hat schon mal mit Shrimpsproduktion zu tun gehabt? Dann haben wir gesagt, ja, wir haben schon sehr viel darüber gelesen und wollen es mal probieren und dann gibt natürlich kein Investor Geld und das war vor 5 Jahren etwa der Fall gewesen, so. Und die Investoren haben ja auch recht gehabt und wir haben nachher beschlossen, dass wir eine Pilotphase einbauen in unseren Zeitplan. Haben die nachher durchgeführt und sind dann auch durch das in den Medien gekommen, wenn wir Shrimps geerntet. Und dann haben wir Post bekommen, also Mails von Investoren von der ganzen Schweiz, wo wir nachher angehen konnten. Dann sind wir auf die zugegangen, haben das Projekt übergeben in Form von einer Broschüre, wo alles komprimiert ist drin gestanden und haben natürlich Bedingungen alles geklärt und kommuniziert und dann hat es genug Investoren gegeben, die Aktien zeichnen. Wenn man Kapitalisierung bespricht im Team, also zum Beispiel innerhalb von einem Verwaltungsrat, ist es wirklich mal wichtig, sich festzulegen, wie viel Kapital wollen wir aufnehmen, also in Form von Eigenkapital und wie viel Fremdkapital wollen wir noch dazu oder respektive wetten wir dazu aufnehmen. Wir wissen ziemlich genau, wie teuer oder wie hoch eine Investition kommt. Und da gibt es noch eine Ramp-up-Phase, das heisst so eine Art Aufbauphase. Beim Start-up ist es ja so, dass nicht nur ein Projekt durchgeführt wird, sondern wir bauen gleichzeitig eine Firma auf. Und das gibt nicht zu unterschätzende Prozesse, die man auch mit einplanen muss. Das braucht Ressourcen, entweder eigene oder fremde, externe, und das kostet. Was wir eingeplant haben, ist effektiv etwa das Doppelte von dem, was man ungefähr braucht, einfach als Puffer, weil noch so viel Unvorhergesehenes kommt. In unserem Fall ist es aber so, dass wir noch eine Ausbauphase haben, also wir wollen eine 60-Tonnen-Anlage realisieren und die nachher noch verdoppeln, ein paar Jahre später, und darum haben wir aus diesem Grund auch ein bisschen mehr Kapital aufnehmen, dass wir nachher nicht nochmal eine zweite Runde machen mit Aktionären.